Hätten Sie Ihre Finger lieber nicht in meine Angelegenheiten gesteckt. Das wird Sie teuer zu stehen kommen, Marlowe. Verdammt, jetzt hat's mich wohl erwischt. Hätte nie gedacht, dass ich den Weg ins Nirvana mal in einer Unterhose beschreiten werde. Naja, was soll's. Vielleicht sollte ich erst mal kurz erzählen, wie es jetzt überhaupt gekommen ist. Ich saß also in meinem Büro und erledigte gerade etwas Papierkram, als plötzlich zwei ungebetene Gäste durch meine Tür stolperten. Hey, Klappspaten! Wir haben eine Nachricht vom Boss für dich. Und jetzt kommen wir zu dir, Marlowe. Gentlemen, kein Grund gleich ausfallen zu werden. Wir können uns doch wie erwachsene Männer unterhalten. Den Kerlen war es wohl nicht so nach verbaler Kommunikation. Moment, vielleicht sollte ich erstmal noch kurz erzählen, wie es hierzu überhaupt gekommen ist. Jedenfalls, 2 Tage zuvor spazierte durch dieselbe Tür eine blonde Schönheit. Ich ließ sie kurz warten, weil ich gerade in einem wichtigen Telefonat war. Also nochmal von vorne. Sie behaupten, dass am 22. November der Präsident erschossen wird? Oh, Hallo, sind Sie Philip Marlowe, der Privatdetektiv? und ob, meine Dame, für Sie wäre ich sogar der Papst. Bitte setzen Sie sich. Darf ich Ihnen eine heiße Schokolade anbieten? Oh, wenn es Ihnen keine Umstände bereitet. Sagen Sie mir, meine Perle, was bringen Sie in mein Büro? Meine Füße? Ganz recht. Und was verschafft mir die Ehre? Ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll. Stimmt etwas mit Ihren Füßen nicht? Nein, es ist nur so, wissen Sie. Johnny, würdest du bitte mit dem Geklimpere aufhören, ja? Okay, Boss. Danke, Johnny. Verzeihen Sie die Unterbrechung. Fahren Sie fort. Marlowe, ich möchte Ihnen jetzt ein Geheimnis anvertrauen, aber Sie müssen mir versprechen, dass das unter dem Tisch bleibt. Selbstverständlich. Marlowe, ich befürchte etwas ganz Schlimmes. Ich werde betrogen, und zwar von meinem Mann. Okay, Johnny, jetzt aber raus hier. Okay, Boss. Es geht also um Ihren Mann. So. Ja, da fällt mir gerade auf. Ach ja, ich bin derzeit leider komplett ausgebucht. Ich glaube nicht, dass ich Ihren Fall dann noch irgendwo unterbringen kann. Lesen Sie da in einem Anglermagazin? Es tut mir wahnsinnig leid. Na kommen Sie, ich helfe Ihnen in den Mantel. Egal, Margaret. Du wolltest dich ja sowieso von ihm scheiden lassen. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass einer meiner Klienten abgesprungen ist. Und ich somit wieder einiges an Zeit für Sie hätte, Margaret. Oh, Marlowe, Sie wissen gar nicht, wie glücklich Sie mich damit machen. Ich mache mich auch ab und an gerne glücklich. Ich nahm den Fall also ganz uneigennützig an. Nach ein paar Tagen erfuhr ich, dass sich Margarets Mann anscheinend jedes Wochenende mit einer unbekannten Dame im Rustys trifft. Wir saßen also nächsten Freitag in meinem 37er und hatten unsere Augen auf den Haupteingang gerichtet. Marlowe, glauben Sie an das Gute im Menschen? Das Gute? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass hier ums Eck ziemlich fette Forellen im Teich stehen. Und Sie? Wie steht's um Sie? Sind Sie ein guter Mensch? 20% auf alles außer Angelköder? Moment, was haben Sie gefragt? Ob Sie ein guter Mensch sind, Marlowe? Interessante Frage. Ich besitze zumindest noch einen moralischen Kompass. Oh, Marlowe. Das ist er. Das ist mein Mann. Wen meinen Sie? Ja, den Mann mit Hut. 1,90 groß. Das ist aber ein ziemlich großer Hut. Dieses verlogene, hinterlistige, fremdgehende Scheusal. Ich war mir nun sicher, dass sich Margaret von ihrem Mann trennen würde. Also tat ich, was jeder wahre Gentleman in so einer Situation tun würde. Arr, ich bin der Kommunismus und ich bin hier, um eure Privateigentümer einzukassieren. Haltet ein, hier kommt der Kapitalismus. Ich bringe euch Kentucky Fried Chicken und Burger King. Oh, Marlowe.
Ungünstigerweise stellte sich ziemlich schnell heraus, dass die ominöse Frau im langen Mantel eigentlich Margarets Schwiegermutter war. Sie perverses Schwein! Nehmen Sie sofort die Finger von meiner Frau! Das hat Konsequenzen! Ja, so. Ja, komm. Und ihr Mann sie folglich nicht betrogen hatte, aber sie ihn jetzt stattdessen mit mir. Was uns wieder zurück zu den Schlägern bringt. Moment, da fällt mir gerade auf. Ach ja, die Schläger hat mir wer anders auf den Hals gehetzt. Da habe ich wohl wieder was verdreht. Aber auch egal, denn jetzt nimmt die Geschichte erst so richtig Fahrt auf. Wer sind Sie überhaupt? Und warum erzählen Sie mir diese Geschichte? Verzeihen Sie meine unverschämte Art. Mein Name ist Philipp Marlowe, Privatdetektiv. Und rechts von Ihnen kommt da schon die Polizei. Sie haben Stress mit den Cops? Naja, Stress will ich das nicht unbedingt nennen. Wir sind uns noch nicht ganz einig, was den Freiheitszustand meiner Person betrifft. Ziehen Sie mich ja nicht in diese Scheiße mit rein. Marlowe, Sie heben jetzt Ihre Hände und stehen ganz langsam auf. Kein Grund zur Sorge. Ich habe die Situation unter Kontrolle. Gentlemen, nehmt doch die Kanonen runter. Wir können uns doch wie erwachsene Männer unterhalten. Sehen Sie, ich habe alles unter Kontrolle. Au! Na gut, ihr lasst mir keine andere Wahl. Schau mal hinter dir, 20% auf Angelköder. Na komm her, du! Dich kaufe ich mir! Was für los? Verdammter Polizeistaat! Was für eine abgefahrene Scheiße! Ich will da keine Panik verbreiten, aber wir zwei sollten verduften. Alter, das Einzige, was hier duftet, ist dein Arsch. Ja, und zwar nach Old Spice. Finger weg von meiner muskulösen Brust. Na gut, dann kannst du den hier wohl Was halten. ist das? Na komm, wir machen die Fliege. Hier lang. Wir sind aber jetzt Partner, hast du das verstanden? Philipp Marlowe, Sie sind hiermit wegen Mordes verhaftet. Mord? Du hast jemanden umgebracht? Ach ja, ich konnte die Geschichte noch gar nicht ganz fertig erzählen. Jedenfalls, irgendwann stellte sich dann heraus, dass Margarets Mann nicht nur irgendein Mann war, sondern der Graf von Hohenau. An meiner Stelle wäre es wohl besser gewesen, den Fall ruhen zu lassen. Aber wieder zu... Oh, da sind ein paar Pflanzen. Moment. Oh, okay. Aber wie der Zufall so wollte, verschlug es mich den Tag darauf, ganz unverhofft, an das Schloss der Gräfin. Marlowe, was machen Sie denn hier? Margaret, ich wusste gar nicht, dass Sie hier wohnen. Mir ist unglücklicherweise mein Wagen abgestorben. Direkt vor Ihren Mauern. Machen Sie sich da gar keine Sorgen. Ich habe einiges am Werkzeug im Haus. Oh, das war wohl mein Wagen. Meine Güte, Philipp, das ist aber schrecklich. Keine Sorge, Schätzchen. Solche Überraschungen bin ich bereits gewohnt. Oh, Philipp, Sie sind so mutig. Ach, kommen Sie schnell rein. Es ist so kalt hier draußen. Die Geschichte war natürlich gelogen. Aber so bot mir Margaret an, heimlich bei ihr zu nächtigen. Demnach denke ich, dass Sie den restlichen Verlauf des Abends bereits erahnen können. Als ich mich dann morgens auf den Weg zur Toilette machte, traf ich unglücklicherweise auf den Grafen, welcher nicht gerade erfreut war, mich zu sehen. Hätten Sie Ihre Finger lieber nicht in meine Angelegenheiten gesteckt. Da standen wir beide also, wie zwei Rehe im Angesicht eines Fernscheinwerfers. Zu meinem Leidwesen hatte ich meine Walter im Zimmer der Madame zurückgelassen und nicht mit einer derartig heiklen Situation gerechnet. Das wird Sie teuer zu stehen kommen, Marlowe. Nachdem sich nun die zweite Flinte des Morgens entladen hatte, stellte ich fest, dass die Kugeln wie durch ein Wunder nicht mich, sondern den armen Johnny hinter mir getroffen hatten. Natürlich hat dieser Wichser von Hohenau mir diesen Mord angehängt, was es zurück hier zu den Bullen bringt. Das ist alles schön und gut, aber halt mich da raus. Ich hab mit der Sache nichts am Hut. Du kannst dich doch da jetzt nicht einfach rausreden. Ich meine, wer ist ja der Typ mit der Knarre in der Hand? Was soll die Scheiße, Marlowe? Was? Philipp Marlowe? Ich? Ich glaube, du bist leicht verwirrt, Freundchen. Habt ihr das gehört? Der Typ hier im Detektiven-Outfit will mir unterstellen, dass ich Philipp Marlowe bin. Und ab.
So, Sportsfreund. Einmal die Beine auseinander und an die Wand, bitte. Du kleiner Schelm, das ist doch gar nicht mein Outfit. Hier liegt ein riesen Missverständnis vor. Sie haben das Recht zu schweigen. Verzeihen Sie, dass wir Sie in diese unangenehme Situation gebracht haben. Aber der Mann war eine echte Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Machen Sie sich um mich keine Sorgen, Officer. Gehen wir ein. Und ab. You seen my baby? She's not a dame nor a lady. Not in the way she walks, the way she talks, or the way she loves me. Oh, Philipp, ich bin so froh, dass Sie wieder da sind. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wissen Sie, es ist so einsam, seitdem ich getrennt bin. Hören Sie, meine Teuerste, mir ist leider mein Fahrrad abgestorben. Direkt vor Ihren Mauern. Sparen Sie sich Ihre widerlichen Geschichten. Oh, das war wohl mein Fahrrad. Meine Güte, Philipp, das ist ja schrecklich. Marlow! Sie dachten doch wohl nicht, dass Sie mit diesem Trick durchkommen würden. Dann ist es eben eine Angelegenheit zwischen uns beiden. Oh, meine Güte! Philipp, mein Mann! Sie meinen wohl Ihr Ex-Mann? Na komm, lass uns reingehen, Margaret, bevor noch irgendetwas anderes hochgeht. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. 20% auf alles außer Angelköder? Was soll das denn? Soll ich meinen Fisch mit der bloßen Hand fangen? Ich will mich jetzt hier zum Schluss nicht unnötig aufreden, aber ganz unter uns, wir haben den Arsch offen. Haben wir denn gar keinen moralischen Kompass mehr? Das ist bestimmt wieder so eine Aktion von diesen Umweltfanatikern. Die machen uns die ganze Wirtschaft auch zunichte. Wie soll ich so mit der 50 She speaks too loud and laughs too hard and she drinks too much. Her manners and her language makes a grown man sweat and blush. My honeybee, ain't nothing she would not do for me. She never plays it coy, my bundle of joy. She's the one I'm